Frauenmarsch. Ja. Dieser Frauenmarsch, den ihr heute organisiert habt, passiert ja vor allem mit Fokus auf iranische, afghanische und kurdische Frauen. Wie ist denn die aktuelle Situation der Frauen? Die aktuelle Situation ist miserabel. Frauen sind im Gefängnis. Über 20.000 Leute sind bei feministischer Revolution verhaftet worden. 1.000 Jugendliche und Kinder sind ermordet worden. Und in Afghanistan wissen wir ja, was los ist. Afghanistan ist ja noch schlimmer als im Iran. Aber die Frauen riskieren einfach ihr Leben, indem sie sagen, wir möchten frei sein, wir möchten ein selbstbestimmtes Leben führen. 2022 wurde ja auch Jina Mahsa Amini ermordet. Hier war das dann auch großes Thema in Deutschland. Was ist denn noch übrig von der feministischen Revolution im Iran momentan? Was haben die Frauen dort erreicht? Die feministische Revolution wird im Iran in den Herzen getragen. Es hat nicht aufgehört. Es geht weiter, natürlich nicht so wie vor einem Jahr, wo die Frauen auf die Straße gekommen sind. Sie rebellieren anders, als jetzt auf die Straße zu kommen. Sie rebellieren, indem sie ihr Kopftuch wegnehmen. Und zum Beispiel, die haben die Wahlen jetzt boykottiert am 1. März. Also ich bin nach wie vor der Meinung, wenn wir die feministische Revolution gewinnen, dann werden auch unsere Frauen in Afghanistan, im Iran, in den muslimischen Ländern befreit. Also da bin ich in fester Überzeugung. Im Sinne der feministischen Außenpolitik, die sich Annalena Baerbock als Außenministerin ja auch auf die Fahne geschrieben hat, was sind denn eure Forderungen an die deutsche Bundesregierung? Ja, wir möchten schon seit Jahren, dass die Revolutionsgarden auf die Terrorliste gesetzt wird. Geschäfte müssen einfach, sie müssen aufhören, Geschäfte mit Iran zu machen. Alle diese Kontrollapparaten, Menschenrechtsverletzungsapparate werden von Deutschland nach Iran exportiert. Und was erwartest du zum Beispiel von der deutschen Zivilbevölkerung auch? Man hat ja manchmal ein bisschen das Gefühl, dass seit 2022 leider dieses Thema feministische Revolution im Iran fast schon ein bisschen in Vergessenheit gerät hier in der deutschen Bevölkerung. Was können wir als Hamburgerinnen und Hamburger, als deutsche BürgerInnen denn auch tun? Also Zivilgesellschaft hat eine große Macht. Die Politiker sind für uns da und nicht wir für Politiker. Von daher können wir einen sehr, sehr starken Druck ausüben auf unsere Regierung, auf unsere Politiker, Politikerinnen. Gerade unser Außenministerium. Wenn du dir eine Utopie für die Zukunft ausmalen könntest, eine Welt für die Zukunft, die du ganz alleine gestalten könntest, wie sähe die aus? Ja, eine Frauenpartei von Frauen für Frauen, dass Männer zu uns kommen und unsere weibliche Strukturen annehmen und nicht wie wir seit 150 Jahren ihre Strukturen angenommen haben. Und weil bekanntlich sind Frauen für Weltfrieden. Ja, man hat fast so ein bisschen das Gefühl, wenn Frauen an der Macht wären, wäre vielleicht die ganze Welt etwas friedlicher, beziehungsweise viele Kriege, die momentan stattfinden, scheinen schon unter anderem durch das patriarchale System geführt zu werden. Wir Frauen sollen keine Angst vor Macht haben. Macht wurde immer von Männern ausgenutzt und ist negativ behaftet. Aber ich denke, wenn wir das friedlich ausüben und für Wohlstand und vor allem für Gemeinwohl, dann kann es friedlich laufen. Ja, die Frage ist auch immer, was du gerade meintest, wie man Macht ausübt. Das klingt schon so negativ, das muss ja überhaupt nicht negativ sein. Und es ist, glaube ich, auch so, dass machtvollen Frauen oft ein negatives Bild anheftet, weil das System es so erschafft. Aber das muss ja auch nicht so sein. Frauen sollten keine Angst vor Macht haben, weil man Macht auch anders ausüben könnte, und zwar positiver. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann wünsche ich dir erstmal noch einen schönen feministischen Kampftag und vielleicht sprechen wir uns nachher nochmal. Natürlich, danke schön. Danke. Wow, Sonne! Down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.
bin zum Beispiel queer, ich bin nicht binär, meine Friends. Und wir sind dafür, Frauen sichtbar zu machen, aber auch eben Transmenschen, generell Menschen, die unter patriarchaler Gewalt einfach leiden. Und wir kämpfen alle gegen dasselbe. Deswegen wünsche ich mir, dass wir diese Kräfte fusionieren und uns mit mehr Wohlwollen begegnen können. Wir brauchen ganz klar Gleichberechtigung für Frauen, und zwar alle Frauen, und intersektionalen feministischen Ansatz und nicht nur für weiße Frauen, sondern für alle Frauen. Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass man auch 24 auf die Straße geht und ja. Weil Gleichberechtigung ist nie erreicht, wenn es nur ein Teil der Gesellschaft erreicht und auch nicht nur, wenn es einen Teil der Frauen erreicht, oder? Nee, genau, richtig, auf gar keinen Fall, weil dann ist, genau, weißer Feminismus ist halt auch einfach wieder patriarchal, und deshalb sind wir heute hier, nämlich genau auf dem March schon, weil wir wollen, dass alle ein Stück vom Kuchen abbekommen, gleichermaßen. Wir haben ein Schild, wir haben Zeit. Wir haben, und sind sauer, ne?